Und während wir hier sprechen, hat sich auch noch ein anderer zu Wort gemeldet. Friedrich Merz, CDU-Parteichef. Und auch er hat was zum insgesamt relativ guten Abschneiden seiner Partei zu sagen. Da hören wir noch mal rein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Adenauerhaus an diesem 9. Juni 2024. CDU und CSU haben zusammen mit Ursula von der Leyen die Europawahlen in Deutschland und ich gehe davon aus, auch in der gesamten Europäischen Union gewonnen. Dies ist ein guter Tag für die Union. Wir haben einen tollen Wahlkampf geführt. Wir sind mit dieser Europawahl, vielen Dank, wir sind mit dieser Europawahl wieder zurück, und zwar mit großem Abstand auf Platz 1 unter den deutschen Parteien. Ich will mich herzlich bedanken bei unseren Wählerinnen und Wählern und bei den vielen tausend Helferinnen und Helfern, die dazu beigetragen haben, dass dieses Wahlergebnis heute so möglich wurde. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei denen, die für kommunalpolitische Mandate kandidiert haben, denn wir haben ja heute auch in 9 Bundesländern Kommunalwahlen, in einem Bundesland die Stichwahlen, in 8 Bundesländern die Kommunalwahlen heute mit dem ersten Tag. Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt in Deutschland gute Wahlergebnisse auch bei den Kommunalwahlen erzielen. Und ich nehme dieses Wahlergebnis als eine große Ermutigung und Ermunterung, auch für die nächsten Wochen und Monate unsere Arbeit fortzusetzen, so wie wir sie in den letzten 2 Jahren angelegt haben. Das ist ein langer Weg. Wir haben uns auf diesen Weg gemacht und wir haben heute den ersten großen Erfolg gemeinsam erzielt. Das macht mich sehr stolz und sehr dankbar, auch dankbar für alle diejenigen, die mitgewirkt haben daran. Ja, und meine Damen und Herren, Gleichzeitig ist dieses Wahlergebnis ein Desaster für die Ampelparteien in Deutschland, für SPD, Grüne und FDP, die dramatisch verloren haben bei dieser Europawahl. Und wir wissen auch aus den Wählerbefragungen, dass die Wählerinnen und Wähler einen ganz großen Teil ihrer Wahlentscheidung auch von der deutschen Innenpolitik abhängig gemacht haben. Es ist insbesondere eine schwere Wahlniederlage für den Bundeskanzler, der ja zusammen mit der Spitzenkandidatin der SPD in ganz Deutschland auch plakatiert wurde. Dieses Ergebnis muss der Bundesregierung jetzt wirklich zu denken geben. Sie muss jetzt wirklich die Politik korrigieren. Es braucht einen Politikwechsel in Deutschland. Und dazu fordere ich den Bundeskanzler, die Sozialdemokraten, die Grünen und die FDP auch. Es kann so nicht weitergehen, wie es in den letzten 2,5 Jahren war. Dies ist für die Ampel vor der Bundestagswahl die wirklich letzte Warnung. Sie schaden unserem Land mit ihrer Politik, die Sie machen, sowohl mit der Innenpolitik, Stichwort Einwanderung und Migration, aber auch in der Wirtschaftspolitik, Stichwort Wende, Heizung und alle Pläne, die der Bundeswirtschaftsminister da immer noch hat. Jetzt wirklich eine Kurskorrektur zu vollziehen, das ist im Interesse unseres Landes dringend notwendig. Und ich fordere die Bundesregierung dazu auf, das auch in den nächsten Tagen zu tun, damit wir endlich auch vom Reden ins Handeln kommen in diesem Lande. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und nicht immer nur weiter darüber geredet und vor allem gestritten werden.